Jesus Christus wanderte eine Zeit lang als Heiler und Lehrer durch das Land. Doch er wusste, dass die Zeit kommen würde, in der er sein Leben hingeben musste, um die Sünden anderer zu erlösen. In seinem 33. Lebensjahr wusste Jesus, dass diese Zeit gekommen war. Auf dem Rücken eines Esels zog er in Jerusalem ein. Die Menschen im Dorf freuten sich, weil sie glaubten, ihr Messias sei endlich gekommen. Sie schnitten Zweige von den Bäumen und warfen sie auf seinen Weg, rufend Hosianna, als er vorüberzog. Ging Christus in den Tempel, um zu Gott zu beten. Dort vertrieb er jene, die ihn für Handel und Geldverleih nutzten. Dann öffnete er die Türen, damit Kranke und Gelähmte geheilt werden konnten. Die Priester des Tempels waren sehr erzürnt und schmiedeten Pläne gegen Jesus. Sie sprachen mit einem seiner 12 Jünger, einem Mann namens Judas, der zustimmte, seinen Meister für 30 Silberlinge zu verraten. Jesus und seine Anhänger feierten das Passahfest im Haus eines Freundes. Während des Essens wandte sich Christus an sie und sagte, einer von euch wird mich verraten. Alle schworen, dass sie ihn niemals verraten würden. Keiner so nachdrücklich wie Judas. Jesus wandte sich einfach an ihn und sagte, du wirst mich verraten. Petrus schwor, dass er für seinen Anführer ins Gefängnis gehen und sterben würde. Bevor der Hahn 3-mal kräht, Berhit. Du wirst geleugnet haben, mich jemals gekannt zu haben, sagte Jesus zu ihm. Christus nahm etwas Brot und brach es. Nehmt dieses Brot und esst es, sagte er. Dies ist mein Leib. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dann nahm er einen Becher Wein. Trinkt diesen Wein, denn er ist mein Blut. Tut dies zu meinem Gedächtnis. In jener Nacht verließ Jesus das Abendmahl mit Petrus, Jakobus und Johannes und ging zum Ölberg in einen Garten namens Gethsemane. Dort bat er seine Freunde zu wachen, während er betete. Allein im Garten wurde Jesus von Zweifeln gequält. Er rief zu Gott, seinem Vater, und flehte darum, dass ihm das Kreuz erspart bliebe. Kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Flehte er. Er betete die ganze Nacht wohl wissend, dass die Soldaten bald kommen würden, um ihn zu holen. Schließlich wusste Christus, dass es Zeit war, und er erhob sich. Er musste sein Opfer bringen, wenn die Sünden der Menschheit jemals erlöst werden sollten.